Das ist Kira. Sie wollte den Camino schon als Jugendliche gehen. Nur hat ihr niemand gesagt, wie schwer er mit dem Fahrrad ist. Eurovelo. Und das ist Michi. Er glaubt, dass der Camino uns etwas sagen will. Nur weiß er noch nicht was. Am 2. Juni 2025 starteten wir in Emden, Ostfriesland. Von dort rollten wir entlang der Nordseeküste durch die Niederlande, Belgien und Frankreich, bevor wir nach Dover übersetzten. In England ging es im Zickzack durch Hügel, Täler und Dörfer, bis wir im rauen Norden Schottlands ankamen, auf den Shetlands und Orkneys. Stille Inseln, die man nicht besucht, sondern erlebt. Über die äußeren und inneren Hebriden ging es auf die grüne Insel, Irland. Über Wales nach England mit dem Stonehenge und wir setzten erneut über, Frankreich, Küste, Wind, Weite, bis wir in Saint-Jean-Pied-de-Port stehen, dem Beginn unseres Camino Frances. Die Pyrenäen und Spanien begrüßen uns mit Nebel und wilden Pferden. Der Weg zwingt uns zum Schieben, Pamplona, Schalten, Burgos, Durchhalten. Der Untergrund fordert uns beständig. Weiter nach León steigen wir in höhere Lagen, bis Santiago de Compostela am Horizont auftaucht. Die letzten Kilometer nach Fisterra vergehen fast wie im Flug. Und wir merken, der Camino ist nur ein Abschnitt, aber er zeigt uns den Kern unserer Reise. Für uns ist der Camino mehr als ein Radweg. Er ist ein Sehnsuchtsweg, ein Herzensprojekt. Warum? Dazu später mehr. Der Camino de Santiago, besonders der französische Weg mit gut 800 Kilometern von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago, gehört zu den berühmtesten Pilgerstrecken Europas. Knapp 60.000 Menschen laufen ihn jährlich und rund 10% starten wie wir in Saint-Jean-Pied-de-Port. Die Gründe, den Camino zu laufen, sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Jetzt, im Herbst, ist es hier jedoch ruhig. Und doch starten täglich Pilger auf ihren Weg. Doch bevor es für uns losgeht, wollen wir noch eine Aufgabe erledigen. Die Jakobsmuschel ist Sinnbild der Pilgerschaft und vereint die vielen Pilger auf den unterschiedlichen Wegen nach Santiago. Wir haben unsere Muschel selbst gefunden. Jetzt geht's auf Richtung Santiago de Compostela. Deshalb würde ich sagen, buen camino. Buen camino. Los geht's. Viele Höhenmeter. So, für uns geht es jetzt in Serpentinen in die Berge hinauf. Hier herrscht mittlerweile auch schon Schneekettenpflicht ab dem 1. November. Fast. Aber solange es nicht friert und nicht schneit, was es erst morgen soll, kommen wir da durch, denke ich. Hey. Spanien! Wir haben es geschafft. Aber es war weder ein Grenzschild, sonst noch was da. Grüne Grenze. Nur Grenzpferde. Ganz viele Pferde im Nebel. Dann schauen wir mal, dass wir zu dieser Herberge kommen. Vielleicht gibt es da was zu essen. Sonst machen wir uns was zu essen und dann geht es noch ein paar Kilometer weiter, würde ich sagen. Ja, weil es soll hier morgen oder auch jetzt sind zwar 8 Grad, es soll in der Nacht Minusgrade haben. Und wenn es glatt ist, hier runter zu fahren, wird eine Herausforderung, die wir nicht haben müssen. Kira wollte diesen Weg schon als Jugendliche gehen, nicht unbedingt aus religiösen Gründen, sondern vielmehr, weil sie etwas spüren wollte, etwas, das man vorher nicht benennen kann. Uns beiden geht es darum, bei uns selbst zu sein, in dieser Gemeinschaft Gleichgesinnter und vielleicht einen Teil von etwas Größeren zu entdecken. Gleichzeitig ist es für uns ein letztes Stück Spiritualität. Wir möchten dem Glauben Raum geben, nicht aus Dogma, sondern aus Hoffnung, aus der Suche nach Verbindung und einem tieferen Sinn. Nass und verfroren erreichen wir unsere erste Herberge und entscheiden uns, hier nicht nur zu essen, sondern die ganze Nacht zu bleiben.
So, jetzt geht's wirklich los. Buen Camino. Tag 2. Tag 2. Nach Pamplona. Nur links vorbei, rechts. Will das Pferd nicht weg? Ich weiß nicht wohin. Michi, zu gefährlich. Jetzt schieben wir hier lang und hoffen darauf, dass wir das Pferd nicht zu sehr erschrecken und verjagen. So vielleicht ganz gut lieber zu schieben. Pferde erschrecken sich sehr gerne über Fahrräder. Und da hinten steht's immer noch. Es ist zum Glück in einen Seitenweg rein und wir können jetzt unsere Abfahrt genießen. Ja, hoffentlich. So, weiter geht's. Oh, schaut euch das an. Wie herrlich, ja. Wahnsinn, echt. Ich frage mich nicht im Sommer, was hier los sein muss. Ach du Schande. Ja. Pamplona ist in Sicht. In Pamplona holen wir unseren dritten Stempel ab. Wir erhalten diese in Kirchen, Unterkünften oder Cafés. Jeder Stempel, den wir auf dem Camino sammeln, ist mehr als nur ein Stempel. Sie dokumentieren unseren Weg und sind Voraussetzung für die Pilgerurkunde, die Compostela. Für heute Nacht schlagen wir unser Zelt direkt hier am Wegesrand auf. Heute ist es tatsächlich ein bisschen kühler. Unser erster Frost. Aber die Sonne weckt die Lebensgeister schon wieder. Der Aufstieg zum Alto de El Perdón zwingt uns in die Knie. Der Weg ist so steinig und steil, dass wir nicht mehr fahren können. Wir schieben. Langsam, Meter für Meter. Und während wir kämpfen, ziehen Pilger zu Fuß an uns vorbei. Wir brauchen Stunden für ein paar Kilometer. Und irgendwo zwischen den Steinen fragen wir uns, ist das noch Radfahren? Radwandern? Oder Pilgern? Was ist überhaupt Pilgern? Pilgern. Was für ein komisches Wort. Was bedeutet es und wo fängt es an? Vielleicht muss man den Camino manchmal gehen, um zu begreifen, was er wirklich bedeutet. Nur mal als kleinen Eindruck. Man sieht ja nicht, wie steil es ist, aber ich halte jetzt gerade hier mit dem Oberschenkel die Pedale. Ich kann mal ein kleines Stückchen zurückgehen. Und die Bremse ist gezogen. Ja, ist schon Wahnsinn. Tag 3 auf dem Camino Frances. Schaffen wir schon. Oben am Alto de El Perdón treffen wir auf andere Pilger. Manche von ihnen nehmen sich kurz Zeit, andere gehen sofort weiter. Wir sind erschöpft und fragen uns, was machen wir hier eigentlich? Ist das unser Weg? Und dann zeigt uns dieser Stein die Richtung. Schlicht, wortlos. Vielleicht reicht manchmal genau das. Ein kleines Zeichen, das sagt weiter. Erste Erkenntnis. Manchmal ist es nicht leicht, auch wenn es leicht gehen sollte. Ja, was sollen wir fahren? Das ist ein Fahrradweg, aber er ist unfahrbar. Obwohl, man kann ihn runterfliegen, wenn man fährt. Ja, mit dem Mountainbike geht das schon, aber mit Gepäck. Aber schön. Und die Muscheln weisen uns weiter den Weg. Ja, jetzt sind wir in Urbanus angekommen und suchen immer noch einen Stempel. Fündig werden wir hier nicht, doch ist der Stempel überhaupt wichtig auf unserem Weg?
Reicht es nicht, ihn gegangen zu sein? Für wen sammeln wir die Stempel? Für uns? Für die Komposteller? Für die Kirche? Für Gott? Lenken die Stempel nicht vielleicht vom eigentlichen Sinn ab? Wir suchen doch Erkenntnis, Bedeutung. Suchen wir überhaupt etwas? Und wenn ja, was wirklich? Wir sind doch zufrieden. Wir haben doch alles. Oder? Wie wollen wir denn hier lang? Das geht nicht. Das muss man schieben. Traumhaft. Traumhaft schön. Aber so anstrengend und diese Furchen vom Regen ausgewaschen. Wahnsinn. Da schaffen wir es hier den ganzen Weg hoch. Diesen verdammten Graben und allem drum und dran und schiebt alles nur noch, weil es einfach nicht mehr anders geht. Und dann fast, man möchte fast sagen, so wie immer. Gibt es überall. Und das ist ein ganz, ganz großer Pause? Pause. Sehr gut. Oh Gott, ich kann nicht mal mehr absteigen. Zweite Erkenntnis. Manche Dinge kann man nicht ändern. Man muss sie nehmen, wie sie kommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Tag 4 auf dem Camino Frances. Ja. Heiß. Sonnenschein. Aber nein, die Sonne ist raus. Es ist ein wunderschöner Tag. Was wollen wir mehr? Olivenbäume. Und genau hier, in dieser wunderbaren Kulisse, haben wir die Nacht verbringen dürfen. Aber es ist schon nicht kalt. Ja. Aber so ist das. Am Kloster Irache entdeckten wir eine ganz besondere Quelle, einen Weinbrunnen. Pilger können hier kostenlos aus dem Hahn jungen Rotwein zapfen, bis zu 100 Liter am Tag. Tada! Gestiftet von Bodegas Irache. Wie schmeckt's? Gut. Ja? Ja. In der Hauptzeit versiegt die Quelle an manchen Tagen. So viele Pilger laufen hier durch. Ja. Ist ganz okay. Können wir uns eine Flasche abfüllen? Ja. Das stimmt. Zum Frühstück ist das nämlich ein bisschen. Wir haben gerade mal 10:12 Uhr. Da reicht ein Schluck. Vielleicht ein zweiter noch. Diese Tradition wurzelt im Mittelalter. Die Benediktinermönche des Klosters boten einst erschöpften Pilgern Wein als Stärkung an. Wasser gibt's ja auch, ne? Ja, genau. Das ist vielleicht um die Uhrzeit ein bisschen besser. Als stilles Symbol für den Ausgleich zwischen geistigem und körperlichem Durst. Ich mag's nicht, wenn die Bretter so groß sind und so Löcher haben. Aber es ist hübsch hier. Wir folgen weiter den vielfältigen Zeichen des Caminos, aber der Untergrund ist gnadenlos. Tag 6 auf dem Camino Frances. Vielleicht auch Tag 5. Ich hab's vergessen. Ich ahne etwas Schiebendes. Oh, Eurovelo. Mal schauen, wie viele Meter wir schaffen. Steine, Schotter, Steigung. Wir kämpfen uns Meter für Meter voran. Und mitten in diesem Chaos fragen wir uns erneut, warum tun wir uns das eigentlich an? Warum sind wir hier? Warum haben wir genau diesen Weg gewählt? Schnucke kämpft sich hoch. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Eurovelo. Das war ein Familienausflug auf dem Eurovelo machen. Schön mit dem Anhänger und den Kindern drin. Ja, es wird dann eher ein Spaziergang, glaube ich. Boah. Antworten haben wir keine. Aber wir lachen, wir scherzen, wir treten weiter. Manchmal ist der Weg selbst die Antwort, auch wenn sie sich erst langsam zeigt. Erkenntnis Nummer 3:
Mit einem Lächeln im Herzen geht's leichter. Au, 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 au. Anstrengend. Tag 7 auf dem Camino Frances. Man sieht es gerade nicht, da hinten ist Burgos und da fahren wir nun hin. Das Leben auf der Straße tobt und innen absolute Stille. Finden wir hier den Sinn? Nein, aber einen weiteren Stempel im Souvenirshop. Für uns geht es schnell zurück in die Natur, wo wir auf Gleichgesinnte treffen. Mit Arsen und Nicolas verbringen wir einen traumhaften Radtag. Wir tauschen Geschichten, genießen die Natur und geben uns gegenseitig Windschatten. Ehe sich unsere Wege gleich wieder trennen. Wieder alleine heißt es für uns zwischen den beiden Säulen Halbzeit auf den Camino Frances. In etwa 400 Kilometer liegen hinter uns und ebenso viele Kilometer bis Santiago vor uns. Kurz darauf Wer erreicht Leon? Ein weiterer Tag auf dem Camino Frances. Weißt du, der wievielte Tag heute ist? Ich auch nicht. Wir sehen vor uns schon so ein bisschen die Berge und gleichzeitig den Regen, der uns da erwartet. Sieht nicht so gut aus. Viele Höhenmeter und nass. Man sieht es, glaube ich, gerade gar nicht so. Sie sind von Wolken eingekreist. Ja, Wolken, die sehr nach Regen ausschauen. Doch gegen alle Vorhersagen reißt der Himmel auf und der Camino schenkt uns einen magischen Moment. Wahnsinn, was es für tolle Menschen auf der Welt gibt, die sowas bauen und auf Spendenbasis machen. Total verrückt. Auf Spendenbasis bedeutet übrigens nicht umsonst, sondern dass andere bereits für dich bezahlt haben. Deine eigene Spende steht somit für das, was den Kommenden noch gegeben werden kann. Donation. wir lassen die Seele baumeln. Ein wahrer Genussmoment. Im Zickzack führt uns eine Überführung nach oben, zwingt uns in unterschiedliche Richtungen zu blicken. Unsere vierte Erkenntnis. Aus einer neuen Perspektive wirkt manches überraschend anders. Was heute schwer erscheint, ist morgen vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Und auch die eigentliche Passstraße ist ein Kinderspiel im Vergleich zu den holprigen Kilometern der letzten Tage. Oben wartet das Cruz de Ferro, ein schlichter Holzpfahl mit Eisenkreuz. Und doch einer der symbolträchtigsten Orte des Camino. Seit Jahrhunderten lassen Pilger hier einen Stein zurück. Ein kleines Zeichen dafür, eine Last loszulassen. Welche lassen wir hier zurück? Überall sind Berge. Überall. Ah! Guck dir das mal an. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Es ist unglaublich. Alter Schwede, ist das geil. Übelst Wahnsinn. Hä?
Nach der traumhaften Abfahrt verbringen wir die Nacht in einer einfachen Pilgerunterkunft, sammeln neue Kräfte und Gedanken. Hola. Doch morgen wartet bereits der nächste Berg auf uns und mit ihm neue Herausforderungen, neue Momente des Staunens und vielleicht ein weiteres Stück Erkenntnis. Eins. Anders geht das nicht. Und jetzt überall so ein Pilz an den Bäumen. Oh, okay, ich brauche beide Hände. Das geht nicht anders. Es ist doch recht kalt. Wir lassen den Berg hinter uns. Der Wind trägt uns förmlich davon. Jede Steigung, jede Brücke, jede Stadt bringt uns Santiago de Compostela näher. Wir können unser Ziel fast schon greifen. Und doch fragen wir uns, ist Santiago wirklich unser Ziel? Oder geht es gar nicht um einen Ort, sondern um den Camino selbst? Camino, der Weg. Doch wenn Santiago nicht das Ende ist, wenn es danach weitergeht, dann ist vielleicht auch der Camino niemals zu Ende. Vielleicht ist das die Antwort. Jede Kurve, jeder Anstieg, jede Abfahrt im Regen oder Sonnenschein ist Teil des Weges. Teil dessen, was wir suchen. Wir waren und sind schon mittendrin, die ganze Zeit. Denn jeder Tag birgt das, was wir suchen. 5. Erkenntnis. Der Weg ist das Ziel. Einfach unter der Dusche stehen und stehen. Und dann nackig von der Dusche ins Bett. Und nackig essen. Und unter einer Bettdecke liegen, nicht im Schlafsack. Und einfach nichts tun für Tage. Und schlafen. Und es ist so kalt. Die heiße Dusche wäre schon echt cool. Oder eine Badewanne. Ihr Wunsch sei mir Befehl. Ein wenig Pilgerluxus. Heute Nacht haben wir mal in einer Herberge geschlafen. Hier sind die Duschen. Das ist eher eine Sommerherberge, weil die Duschen draußen sind. Und hier geht man lang. Und da hinten bei der offenen Tür, wo das Licht leuchtet, da sind die Schlafsäle. Hallo? Na, geht's auf nach Santiago? Hoffentlich. 20 Kilometer bis Santiago. Eukalyptus, mehr Eukalyptus. Faszinierend. In wenigen Stunden werden diese Menschen an ihrem Zielort ankommen. Die Entfernung bleibt, doch der Weg wird verkürzt. Und die Antwort brennt sich fester in unser Herz, so altbekannt und doch schwer zu fassen. Es ist nicht das Ziel, das zählt, es ist der Weg selbst. Genau er ist es, der uns verändert. Kitschig? Vielleicht. Abgegriffen? Vielleicht. Und doch wahr. So schlicht. So klar. Und trotzdem manchmal schwer zu greifen. Wir holen unseren letzten Stempel. Treten die letzten Kilometer in Stille. Ein erster Blick auf Santiago. Oh. Ich würde sagen, Kira. Was ist das? Tada! Und doch bricht beim Erreichen der Stadt kein großer Jubel aus. Wir bleiben still, spüren die besondere Atmosphäre dieser Stadt, atmen ein, nehmen alles auf. Denn das Ende ist noch nicht gekommen. Weiter geht unsere Reise. Wir verlassen Santiago de Compostela auf nach Fisterra. ...35 Kilometer bis Fisterra.
Also ein Klacks hier. Für 1,5 Kilometer, was stand da drauf? 6%. Oha. Oha. Ja, und wir haben die nächsten Tage Gewitter. Angeblich hier. Mega geil. Ja, ist halt immer das, was man draus macht. So, jetzt geht's wieder hoch. Kamera weg. Wuhu. Großer Untreffer. Und Wind. Aber schön. Richtig schön hier. Ist das Meer. Juhu. Wuhu. Rinne. Zum Glück ist alles gut gegangen gerade. Hier geht's steil hoch und runter. Fisterra! Bevor wir Fisterra erreichen, halten wir noch einmal inne. Wir blicken über das Meer. Irgendwo dort draußen wartet der Stein mit dem Kilometer 0. Doch noch wollen wir dem Camino einen Moment geben. Noch wollen wir nicht am Ende sein, auch wenn wir längst wissen, der Camino, das Pilgern, steht nur symbolisch für etwas Größeres. Für unsere gesamte Reise. Für unser ganzes Leben. Der Camino mag hier enden, doch unsere Reise geht weiter. Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer. Angekommen am Ende der Welt, wie die Römer sagten. Sechste und letzte Erkenntnis. Der Camino de Santiago ist ein Weg wie jeder andere. Und kein Weg ist wie der Camino. Zurück vom Fuß hin zum Stein. Wir blicken auf unseren Camino zurück und merken, dass wir auf unsere Fragen leise Antworten gefunden haben. In Steigungen, auf Wegen, Pfaden, Straßen, in Begegnungen, die uns getragen und geprägt haben. Wir haben vielleicht keine Spiritualität im religiösen Sinne gefunden, aber Verständnis sowie Verbindung, Gemeinschaft und kleine Erkenntnisse, die bleiben. Vor uns liegt Portugal und wir folgen erneut dem Meer in Richtung Süden. Auch der Camino und die Pilger begleiten uns noch eine ganze Weile. Es wird kälter und doch warm ums Herz. Es weihnachtet und wir treffen alte Bekannte sowie neue Freunde.